Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier bei mir ist der Stabi von Fox. Stabi, stell dich doch mal kurz vor. Ja, also ich bin der Michael Stab von Fox. Jeder nennt mich Stabi, obwohl ich mich bei keinem so vorstelle. Ich bin der europäische Produktmanager von Fox, Raceface, Marzocchi und Easton. Okay, und du hast heute dabei ein komplett neues LiveValve, nämlich das LiveValve Neo. Das ist die dritte Generation. Erzähl mal was dazu. Genau, das neue LiveValve ist jetzt wireless, also ohne Kabel. Wir hatten ja bisher schon LiveValve-Systeme draußen am Markt, aber die Herausforderung hatten für viele Fahrradhersteller, dass man halt einen Controller am Rad haben musste, am Rahmen, Löcher für Kabel und so weiter und so fort. Ich kenne es von einem Giant, da weiß ich noch, da musste ein Controller passend hingebaut werden und Kabel durchgeführt werden und so weiter. Das ist hiermit komplett Geschichte. Genau, richtig. Das System ist also quasi an jedes Rad adaptierbar, weil wir zwei Sensoren haben, die sitzen auf der Hinterachse und auf der Vorderachse an den Bremssockeln, und wir haben alles andere ist im Dämpfer, im Controller, also das sehen wir hier auf der Seite, direkt am Rad mit dran, und braucht keine weitere zusätzliche Verkabelung. Das bedeutet für mich, ich kann es im Aftermarket kaufen. Richtig, man kann das auch also wenn der Dämpfer reinpasst, das Ganze basiert auf dem Float X, und wenn es einen passenden Float X-Tune oder Dämpfer gibt, Dämpfergröße, dann kann man das nachrüsten. Ja, genau. Das ist natürlich für euch da draußen ziemlich spannend, weil jeder kann jetzt LiveValve an seinem bestehenden Rad nachrüsten. Bis dato ging das nicht, ab jetzt geht's. Also ich finde das ganz schön spannend. Erzähl mal was zum System, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, warum habt ihr das überhaupt gemacht? Genau, also das ist die große Frage bei Elektronikkomponenten, warum überhaupt, also warum soll ich mir das ins Rad schrauben? Jetzt ist es so, wir haben das System hier nicht nur am Fahrrad, sondern es gibt es auch im Motorsportbereich. Also Fox macht ja auch Truck Suspension, Trophy Trucks hier, Wüstenrennen, Dakar und so weiter und so fort. Und wir haben auch da LiveValve-Systeme, wir haben auch ein LiveValve-System in einem Ford F-150 Raptor, das ist ein Serienauto. Das ist in Europa nicht ganz so beliebt, aber in den USA halt schon großes Auto. Genau, recht großes Auto. Und was viele Leute immer verwechseln, ist, dass sie quasi elektronische Suspension mit einem elektronischen Lockout gleichstellen. Dann fragt man sich natürlich speziell bei einem E-Mountainbike, wofür braucht man einen Lockout? Den Climb-Mode, Hebel fasst sich sowieso nie an. Jetzt ist es bei so einem F-150 Raptor auch so, dass da ja auch niemand nach einem Lockout fragt. Das ist ja nicht das, was eine elektronische Suspension macht. Bei einem Wüstenrenntruck oder bei einem F-150 Raptor verringert das halt Wankbewegungen, wenn das Auto in die Kurve reingeht, dass es halt stabil im Federweg steht, trotzdem aktiv arbeiten kann. Wir kennen alle diese Videos, wo es über diese Waschbretter... Genau, wo die Suspension das hier macht und das Cockpit, genau, richtig. Genau. Und da ist LiveValve tatsächlich auch eine Unterstützung, um das halt stabiler auch zu halten. Ist es technisch eine größere Herausforderung fürs Auto, die Suspension zu machen, oder fürs Fahrrad? Eigentlich fürs Fahrrad. Das wird ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise das Auto wird überschätzt, weil bei einem Auto, gerade bei so einem Truck, ob der jetzt der Dämpfer, ich meine, das sind halt solche Oschis, ob der jetzt 200-300 Gramm mehr oder weniger wiegt, ist halt wurscht. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist das Verhältnis vom Fahrzeuggewicht zu Fahrergewicht. Wenn ich mich jetzt in meinem F-150 Truck nach rechts lehne, um den 2 Liter Softdrink aus dem Cupholder zu ziehen, dann ist das Suspension relativ egal. Ja. Wenn ich mich auf dem Fahrrad ein bisschen nach links, nach rechts, nach hinten, nach vorne bewege, dann habe ich natürlich eine viel größere Veränderung von Fahrer zu Suspension, und ich habe halt viel weniger Bauraum. Ich muss halt gucken, der Dämpfer muss halt klein sein, der darf auch nichts wiegen. Das heißt, ich habe viel mehr Dinge, die ich ausgleichen muss vom Fahrer, von Gewichtsverlagerung, und gleichzeitig habe ich weniger Platz. Also eigentlich muss ich bei einer Fahrradsuspension viel mehr Technik auf kleinerem Raum mit weniger Gewicht unterbringen. Und jetzt hattet ihr ja quasi schon mal ein LiveValve, erste Generation, zweite Generation, eine dritte Generation. Warum habt ihr das komplett nochmal aufgerollt, um es komplett zu überarbeiten? Genau, wie ich ja anfangs gesagt habe, das alte System war mit Kabel basiert. Das war so der Hauptgrund? Genau, das war eine Herausforderung, ja klar, okay. Weil natürlich der Fahrradhersteller sich darauf committen musste. Also der musste dann halt sagen, okay, ich mache halt die entsprechenden Löcher in meinen Rahmen. Und man kann es dann halt auch nicht nachrüsten, klar. Dann hatten wir die Herausforderung, unser System funktioniert ja so, dass es im normalen Zustand geschlossen ist. Und dann öffnet es halt, sobald das System ihm sagt, hey, da kommt ein Stoß, jetzt mach mal auf. Also der Gabelsensor oder auch der Hinterradsensor und auch der Sensor und Controller, die arbeiten unabhängig voneinander, kommunizieren aber miteinander. Und da passiert natürlich sehr viel, die sprechen quasi ständig miteinander. Und da ist das Problem... Das muss ja in einer ultra kurzen Zeit passieren. Genau, und da ist das Problem, dass Bluetooth dafür viel zu langsam ist. Weil wie gesagt, unser System ist geschlossen. Immer geschlossen, es sei denn, es passiert etwas, wo das System erkennt, das mache ich mal auf. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass es eigentlich das Fahrwerkssetup am Heck eher straff sich anfühlt, geschlossen. Also es ist
wie du sagst, geschlossen einfach. Und wenn dann die Schläge kommen, dann macht es auf und dann arbeitet es quasi so, wie es arbeiten soll. Genau. So richtig. ungefähr kann man sich das vorstellen. Weil ich glaube, viele Leute haben ja eher ihre Suspension so eingestellt, die arbeiten permanent, die tun und machen und machen und tun und sind eher auf der softeren Seite, weniger auf der strafferen Seite. Hier haben wir es eher straffer wahrscheinlich. Ja, das kommt drauf an. Okay. Also es ist ja wirklich ein Fahrdynamik. Vorteil, sage ich mal. Und eigentlich stellst du deinen Dämpfer mechanisch so ein, wie du auch den normalen Dämpfer einstellst. Also im Unterschied zu einem alten Live-Valve-System, das auch auf einer zugegeben etwas älteren Architektur basiert, basiert das hier auf dem neuesten Float-X-Dämpfer, also auch von der Hydraulik und so weiter. Stellst du den exakt so ein, wie du einen normalen Float-X einstellst. Es gibt einen Unterschied, wir haben einen mechanischen Adjuster für den Firm-Mode. Also wie geschlossen ist der geschlossene Modus, wie firm ist der Firm-Mode. Das kann ich mechanisch einstellen. Also ich mache mein ganz normales Grundsetup und dann schalte ich halt die Hydraulik mit zu. Und was die Elektronik macht, und das kann man mit einer App auch einstellen, kann ich auch zwischen verschiedenen Modi auswählen. Die unterscheidet halt zwischen den Fahrzuständen. Fahre ich jetzt berghoch, fahre ich auf der Ebene oder fahre ich bergunter. Das erkennt das System auch. Und dann kann ich einstellen, grob gesagt, wie stark muss der Stoß sein? Wie viel G müssen in das Fahrwerk kommen, damit der Dämpfer hinten öffnet? Und wie lang bleibt der dann offen? Und ich habe ja eben gesagt, das neue Protokoll ist sehr schnell. Wir sprechen da von wenigen Millisekunden. Und du kannst auch, wenn man in die App reingeht, sieht man das auch. Das kann ich anpassen. Kannst du anpassen, genau. Du kannst von 200 Millisekunden bis 3000 Millisekunden, das heißt, alle 200 Millisekunden macht das System schon wieder zu. Und dann hast du halt Effekte. Du fährst gerade beim E-Mountainbike auch einen technischen Anstieg hoch über eine Wurzel. Das System ist geschlossen, Wurzel, System macht auf. Man fährt über die Wurzel drüber, das System macht schon wieder zu, drückt damit quasi das Hinterrad an den Boden und erhöht damit die Traktion. Also das ist der Vorteil. Das ist natürlich eine höhere Effizienz, aber es erhöht auch die Traktion und die Fahrsicherheit. Man muss sich halt nie weniger ums Hinterrad kümmern, weil man mehr Traktion hat. Funktioniert aber, das würde ich gerne in aller Klarheit sagen, nur mit dem Dämpfer. Also die Gabel ist nach wie vor komplett losgelöst. Genau. Also, ich sage das deshalb so, damit es wirklich jeder versteht, weil manche Leute denken so, oh, elektronisches Fahrwerk funktioniert jetzt direkt, Gabel und Dämpfer, alles elektrisch. Ist nicht der Fall. Es geht nur um das Heck, es geht um den Dämpfer, es geht um die Traktion am Hinterrad und nicht um die Gabel. Wir sprechen hier von einem System, was im Trail, All-Mountain bis Enduro-Bereich eingesetzt wird und auch beim E-Mountainbike. Und da haben wir Da sehe ich super viele Vorteile. E-Mountainbike, gerade die Uphill-Sektion, wo ich im Sitzen fahre, wo ich halt Traktion plus Komfort eigentlich brauche. Ich will ja kein gelocktes System haben und im Wiegetritt hochfahren. Richtig. Ich fahre im Sitzen hoch und kriege halt ganz andere Schläge auch ab. Deswegen finde ich so ein System ziemlich sinnvoll auf jeden Fall. Also wir haben ja da in diesem Segment neue Gabeldämpfer vorgestellt, oder wir haben generell neue Gabeldämpfer vorgestellt, schon im April 2024, und die haben eine neue Tuning-Philosophie, das nennen wir Pressure Balancing. Und wir haben jetzt hier in dem Rad einen Dämpfer mit der Grip X-Kartusche, und die steht per se schon sehr hoch im Federweg. Das heißt, sie ist schon sehr ruhig. Und wie du gerade schon sagtest, beim E-Mountainbike fahre ich ja eh nicht im Wiegetritt. Und auch bei einem Rad ohne Motor, bei einem Muscle-Bike fahre ich ja seltener im Wiegetritt in dieser Federwegskategorie. Wenn das jetzt ein Cross-Country-Marathon-System wäre, dann würde das wahrscheinlich anders aussehen. Aber das ist ein dezidiertes Trail, All-Mountain, Enduro, EMTB-System. Und da sind diese Fahrsituationen so, dass du selten im Wiegetritt fährst. Und dann haben wir gesagt, okay, was wäre denn der Mehrwert bei der Gabel im Verhältnis zum Aufwand? Und der Mehrwert wäre halt quasi nicht vorhanden, weil die Gabel halt in diesem Segment sowieso schon so hoch im Federweg steht. Und mit der Gewichtsverlagerung und wie ich auf dem Rad stehe, sitze, da ist es wichtiger für die Gesamtbalance von dem Fahrwerk, dass ich den Hinterbaudämpfer im Griff habe, ne? Dass ich da nicht so wegsacke, dass ich da höher im Federweg stehe. Und man fährt den Dämpfer ja auch generell mit ein bisschen mehr Säck als die Gabel. Und das arbeitet dann sehr gut zusammen. Das heißt, der Dämpfer, wenn er öffnet, ist voll aktiv und trotzdem steht das Rad stabiler. Ist das ganze System automatisch oder muss ich das immer wieder an- und ausschalten? Das hat so eine Shake-to-Wake-Funktion. Das heißt, das Rad schüttelt sich und dann aktiviert sich das, genauso wie bei der Sattelstütze auch. Weil hier sehe ich so einen kleinen On-Off-Button. Genau. Also das sehe ich auch, wenn das System aktiv ist. Ne? Also oder auch wenn es offen ist. Genau. Also ich kann auch einfach das Hinterrad mal kurz vom Boden abheben, fallen lassen. Dann sieht man schon, dass es wieder grün leuchtet. Jetzt haben wir hier Akkus, großer Akku an der Stütze.
Das ist der gleiche Akku, den kann man tauschen. Wenn der Akku leer sein sollte, also kannst du über die App sehr genau gucken, du kriegst auch eine Warnung, du siehst auch an den LEDs, da kommen auch rote LEDs, wenn der Akku zur Neige geht. Dann öffnet der Dämpfer, dann hast du einen ganz normalen Float X. Okay. Kannst aber ganz normal deine Tour fahren, hast halt dann keine elektronische Unterstützung mehr. Plötzlich ein HTL. Genau, richtig. Okay, sehr gut. Ich persönlich mache es jetzt so, wenn ich jetzt im Auto fahre oder das Rad im Auto liegen habe, dann mache ich den Akku kurz raus. Achtung, Lifehack. Genau. Dann mache ich den Akku raus, damit er die Shake-to-Wake-Funktion nicht den Akku halt leer saugt, ähnlich wie bei einer Schaltung. Mache ich tatsächlich bei Schaltung aus. Ich auch so, genauso. Ich nehme den Akku raus, tun in meinen Fahrradschuh, wenn ich mit dem Auto irgendwie das Rad irgendwo hinfahre, und dann bin ich schon mal sicher, dass der Akku nicht leer ist, wenn ich dort bin. Also hier würde ich es genauso machen. Stabi, du hast gesagt, das System wird es im Aftermarket geben. Was muss ich alles ans Rad bauen, damit alles dran ist? Du musst den Dämpfer einbauen und die beiden Sensoren. Die beiden Sensoren, die kommen direkt an die Scheibenbremse mit dran, also da, wo die Bremszange festgeschraubt wird, da werden auch die Sensoren dran geschraubt, und das war's schon. Das war's schon, ja. Das ist ja ziemlich fantastisch. Dazu die App, und da kann ich das Ganze irgendwie noch einstellen. Genau, du kannst die in der App, wir haben Standard-Tunes, die sind schon vorgegeben. Wir haben auch Tunes, die von unserem Entwicklungsteam gemacht werden. Könnte ich den gleichen Tune wie du fahren? Ja, klar. Also da gibt es auch einen QR-Code. Man kann auch einen QR-Code. Du kannst einen Tune. Ich kann einen Tune bauen, genau. Mich anrufen und sagen, ey Rico, ich habe den Top-Tune für meinen Fokus. Du hast doch auch gerade das Fokus. Du kannst den gleichen Tune nehmen, dann kann ich den runterladen, kann mir den draufladen und fahre den gleichen Tune. Genau, richtig. Das ist ja spannend. Also ich schicke den QR-Code, dann kannst du den runterladen und kannst ihn dann in die App reinlegen. Normalerweise fährt man im Standard-Tune oder in einem etwas softeren Tune. Wir haben auch so einen Traction-Tune, den kann man runterladen. Den fahre ich persönlich jetzt meistens beim E-Mountainbike. Der ist ein bisschen aktiver wie der Standard-Modus, also ein bisschen weniger stabil, aber dafür noch ein bisschen mehr Traktion. Deswegen heißt der Traction-Mode. Man denkt vielleicht, okay, ich will jetzt hier ständig zwischen den Tunes hin und her wechseln. Aber tatsächlich ist es so, dass wir festgestellt haben, du fährst in der Regel, gerade beim E-Mountainbike, fährst du einen Tune. Und wenn es, keine Ahnung, am Gardasee, du fährst auf einen Altissimo hoch und hast jetzt irgendwie 20 Kilometer Forststraße vor dir oder asphaltierten Anstieg, dann macht man vielleicht mal den Firm-Mode rein. Das kann man halt sehr schnell über die App machen. Ne? Die App kommuniziert ja auch sehr schnell mit dem Dämpfer. Und dann mache ich oben halt den Traction-Tune wieder rein oder den Standard-Tune. Bei normalen Touren, E-Mountainbike oder auch Muscle-Bike, Touren fahren, fahre ich mit dem Standard-Tune und habe gar keinen Grund, einen anderen Tune reinzumachen. Jetzt gibt es mal einen kleinen Szeneriewechsel, denn der Michael und der Rico, die haben euch gerade alles erzählt, was ihr zum neuen Fox LiveValve Neo System wissen müsst. Aber wie sich's fährt, das erfahrt ihr jetzt von mir. Ich habe es nämlich hier verbaut, in diesem Specialized Stuntjumper Evo. Bin in den letzten Tagen zigtausende Tiefenmeter und auch tausende Höhenmeter damit im Wald unterwegs gewesen, auf richtig harten Downhill-Trails, aber bin natürlich auch selber richtig viel pedaliert, denn das nehme ich schon mal vorne weg. Da liegt die große Stärke des Systems. Und ja, dann kommen wir jetzt doch mal gleich zum Eingemachten. Wie fährt sich's also? Die Montage ist echt denkbar einfach. Man baut es einfach ein, die Sensoren an die Bremsen, den Dämpfer ganz normal. Da muss man es noch alles miteinander koppeln. Das kriegt ihr in der App. Die braucht ihr auf jeden Fall. Gibt eine Smartphone-App, die müsst ihr installieren. Da könnt ihr alles miteinander koppeln und im Prinzip seid ihr dann schon bereit zum Fahren. Also ihr müsst natürlich noch Luft auf den Dämpfer machen, die richtigen Einstellungen in der Dämpfung vornehmen und dann kann es eigentlich losgehen. Und das würde ich auch jedem erstmal empfehlen, weil es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten für das LiveValve Neo Fahrwerk und es wird einen im ersten Moment auf jeden Fall ziemlich krass erschlagen. Und ich habe es auch so gemacht, ich habe es installiert, Standard-Setting rein und bin erstmal losgefahren und es fällt auf, dass ehrlich gesagt nichts auffällt, weil das System ist komplett leise, man spürt es nicht, es ist sehr, sehr schnell, man merkt nicht, was unter einem passiert. Und im ersten Moment, ich bin so eine Straße im Wald erstmal hochgefahren zum ersten Gipfel und ja, ich musste die ganze Zeit das Handy rausziehen beim Fahren, konnte ich dann wechseln zwischen dem Open Mode und dem normalen Mode, in dem Standard Mode, in dem ich losgefahren bin und dann merkt man es sofort. Also wenn man jetzt den Dämpfer offen schaltet, dann merkt man sofort, die Dämpfung geht auf, man sinkt hinten tiefer ein und das Rad wippt auch insgesamt mehr. Aber wenn es eingeschaltet ist, fühlt es sich einfach nur an, als hätte man echt ein super effizientes Fahrwerk und merkt jetzt nicht davon, dass unter einem eine Elektronik gerade am Rumregeln ist. Und das ist definitiv die große Stärke des Systems, weil ich bin normalerweise kein so ein großer Fan von einem Lockout. Ich habe einen relativ runden Tritt, komme aus dem Rennradbereich früher, vor langer, langer Zeit mal und versuche eigentlich darauf zu verzichten, weil ich so in technischen Uphills finde, dann verliert man ziemlich an Traktion. Es ist auch einfach unangenehm, so im Rad sitzen zu bleiben. Da muss man sich
sich selber viel bewegen und hat nachher das Gefühl, irgendwie man verliert mehr Energie, als man gewinnt. Es ist mit LiveValve überhaupt nicht so, sondern sobald quasi die Räder auf eine Wurzel treffen, öffnet das System blitzschnell und schließt auch relativ schnell wieder, wenn man über die Wurzel hinweg ist. Und dadurch hat man irgendwie so das Beste aus beiden Welten. Man sitzt ein bisschen aufrechter und hat ein effizienteres Gefühl, wie man es halt von einem Lockout kennt. Gleichzeitig hat man aber auch den Grip, den man braucht, um jetzt eine technische, irgendwie wurzelige oder geröllige Sektion hochzufahren. Und das hat mir auf jeden Fall richtig getaugt und das kann ich das Fazit echt vorne wegnehmen. Das ist die Stärke von diesem System. Richtig spannend wird es natürlich, wenn man bergab fährt, und das habe ich auch richtig viel gemacht, habe mir dafür auch mal Liftunterstützung geholt in Maribor, damit ich richtig viele Tiefenmeter und auch abwechslungsreiche enge Trails mit Gegenanstiegen, so richtig, ich würde auch sagen, Enduro-Race-würdiges Terrain zu fahren. Habe das mehrere Tage lang gemacht und muss sagen, wenn man bergab fährt, merkt man nichts und es liegt daran, dass es auch nichts macht, weil es bleibt einfach offen, man hat so verschiedene Modi, da habe ich ein bisschen mit rumgespielt auch, aber selbst im Standardmodus quasi ist es so eingestellt, sobald der Trail bergab zeigt und es kommt der erste Schlag, dann öffnet das System und bleibt mindestens 2 Sekunden offen, außer es spürt halt wieder einen Schlag. Und irgendwie bei technischen Enduro-Trails wird es halt so sein, es kommt mehr als alle 2 Sekunden irgendein wahrnehmbarer Schlag und dadurch bleibt das Fahrwerk einfach offen und man merkt nichts. Ich hatte so ein paar Situationen, wenn es irgendwie so super schnell geradeaus geht, relativ smooth ist oder man auch mal lange in der Luft ist und dann vielleicht auch mit dem Hinterrad was anderes trifft als mit dem Vorderrad, da hatte ich schon das Gefühl, dass das Fahrwerk im komplett offenen Modus ohne Elektronik so ein bisschen besser anspricht. Da hat dann vielleicht die Elektronik manchmal leicht reingefunkt. Es ist super schwer zu merken, weil man es wie gesagt nicht hört und auch nicht wirklich merkt. Es ist auch nicht so, dass es gefährlich würde, dass jetzt irgendwie man mit gelocktem Fahrwerk wo auftrifft und man irgendwie Angst haben müsste zu stürzen. Überhaupt nicht. Es öffnet super schnell, davon spürt man auch nichts. Außer in wenigen sehr speziellen Situationen, würde ich sagen, hatte ich das Gefühl, es ist manchmal so ein bisschen harscher, weil es eben diese Millisekunde, ich weiß tatsächlich gar nicht wie lange, aber halt diesen Bruchteil, diesen Wimpernschlag braucht, um zu öffnen. Es ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, wenn man nur bergab fährt, kann man es einfach aufmachen in der App. Das hat man mir auch bei Fox so bestätigt. Wer jetzt wirklich nur Bikepark fährt, Lift fährt, der braucht das System nicht, der kann es einfach ausmachen. Ansonsten kann man es aber schon im Standard-Setting super gut fahren, wird eigentlich keine Probleme haben. Ich hatte so ein bisschen Bedenken, was ist, wenn es jetzt flach ist und so ein bisschen Off-Camber und man braucht allen Grip, den man benötigt. Auch da gibt es schon verschiedene Settings vorprogrammiert in der App. Man kann sich auch ein eigenes, wie gesagt, programmieren, hat der Rico ja auch schon erzählt. Das kann man dann auch mit anderen teilen, wenn man möchte. Und ich habe zum Beispiel das Traction-Setting oder es gibt auch ein Plush-Setting, was halt als sehr weich sein soll, probiert. Aber ich muss sagen, insgesamt, egal welches man nimmt, ich hatte selten das Gefühl, jetzt wirklich im flachen oder Bergab-Grip zu verlieren, Kontrolle zu verlieren. Also da funktioniert es wirklich sehr gut und auch sehr, sehr schnell. Kommen wir also schon mal zu einem kleinen Fazit. Für das LiveValve-System fallen mir vor allem 2 Anwendungsfälle ein. Einmal wirklich Tourenfahrer, die sagen, hey, ich fahre ausgedehnte Enduro- und Trail-Touren, aber auch in echt hartem Gelände und ich will einerseits ein super effizientes Bike haben, andererseits ein Bike, das sich halt auch voll gut schlägt, wenn es wirklich bergab und ruppig zur Sache geht. Das ist oft bei vielen Rädern irgendwas, was sich so ein kleines bisschen ausschließt oder zumindest ein krasses Spagat erfordert und dann kann natürlich ein elektronisches Fahrwerk wie das neue Fox LiveValve Neo auf jeden Fall helfen und vielleicht eher potentes und ein bisschen schwerfälliges Bike auf jeden Fall eine Ecke effizienter einfach zu gestalten. Und da muss ich sagen, das ist auch was es wirklich gut kann und in der Beziehung hat es mich auch auf jeden Fall im Test überzeugen können. Anderer Anwendungsfall sind auf jeden Fall Racer. Ja, also man kann wie gesagt super viel einstellen. Ich konnte im Testzeitraum, obwohl ich echt viel Zeit eigentlich hatte mit dem Fahrwerk, nicht alles ausprobieren. Man ist schon echt gut damit bedient, die vorprogrammierten Settings zu probieren. Man kann sich auch ganz eigene und mehrere eigene zurechtbauen, die auch mit seinen Freunden teilen. Und da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich bin Racer, ich will, dass es bergab oder wenn es irgendwie flach ist, es gibt vielleicht zum Beispiel Off-Camber-Passagen, wo ich alles an Grip haben will, die aber flach sind. Da soll es einfach immer offen sein, egal was ist. Und sobald es bergauf geht und ich sprinten muss, dann soll es auf jeden Fall schließen und halt seine Arbeit tun. Das kann man sich alles programmieren und das macht für mich auch auf jeden Fall voll Sinn. Auch ansonsten hat mich das Fahrwerk im Test jetzt eigentlich nicht im Stich gelassen. Es hat keine riesigen Fehler gemacht. Es gab Szenarien, wo es mir lieber war, es auszuschalten, was über die App geht. Es gab Szenarien, wo es wirklich gut gearbeitet hat.
An diesem speziellen Bike, fand ich, hat es jetzt nicht in ein komplett neues Bike verwandelt irgendwie. Wie gesagt, es ist ein effizienter, guter Allrounder und es ist es mit und ohne dem Fahrwerk. In manchen Situationen fand ich es echt ganz angenehm, gerade bergauf. Bergab hätte ich auf die Funktionen auch eigentlich verzichten können. Aber im Prinzip muss man sagen, es ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Es ist eine große Verbesserung zum alten LiveWave-Fahrwerk. Und wer eh schon Bock auf so eine High-End-Elektronik an seinem Bike hat, der ist damit auf jeden Fall bestens beraten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war informativ. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, drückt das Glöckchen, das hilft uns total. Wenn ihr Fragen habt, dann postet ihr auf jeden Fall hier unten in die Kommentare. Wir versuchen das auf jeden Fall alles zu beantworten. Außerdem verlinken wir euch da den super umfangreichen Artikel. Da findet ihr erstens alles nochmal zum Nachlesen und zweitens noch viel mehr Detailinfos zum System. Und würde mich total freuen, euch hier auf dem Kanal wiederzusehen.